syphilis. The New Republic has a theory that Donald Trump may have contracted syphilis in the 1980s, around the time he looked like this. And Melania looked like this. Es ist gerade passiert, live im nationalen Fernsehen. Donald Trump wurde von einem Reporter mit einer wilden, ungefilterten Konfrontation überrascht, die den ganzen Saal in fassungsloses Schweigen versetzte. Was wurde gefragt? Warum hat Trump eingefroren? Und was noch wichtiger ist, was bedeutet das für seinen nächsten Schritt? Bewerten Sie mit 1, wenn Sie denken, dass der Reporter mutig war, oder mit 0, wenn er zu weit gegangen ist. Packen wir nun den Moment aus, der die Nation schockiert hat. He was prepared and well informed, and he said stuff like this. They're eating the dogs, they're eating the cats, they're eating the pets. The only dead pet I know about is the one on your head, and she mopped the f***ing floor with it. Now she wants to do transgender operations on illegal aliens that are in prison. Why can't you just be happy you'll have somebody to date when you get to prison, girl, huh? He lied about everything. He said he knows nothing about Project 2025. He lied about the 2020 election, and he lied about IVF. I have been a leader on fertilization. No, you're not. That's Nick Cannon, asshole. But Trump's biggest lie was about his health care plan. So just a yes or no, you still do not have a plan? I have concepts of a plan. I don't want a world leader with concepts of a plan. A concept of a plan is what I have when I take my... Das ist die Strategie, die jeder gerne anwendet, wenn er einen Wutanfall bekommt. Der Mann. Während dieser Zeit ging Baby seinen Lieblingsbeschäftigungen nach. Zahlen erfinden, unzusammenhängend reden und zeigen, dass sein Gehirn Informationen so schnell verarbeiten kann wie eine Kartoffel. Er trieb sich in seinem üblichen Durcheinander aus halbgaren Unwahrheiten und vollmundigen Illusionen herum und war davon überzeugt, dass er der klügste Mensch im Raum sei. Er war von seiner überlegenen Intelligenz überzeugt. Tatsache ist jedoch, dass er noch nie die intelligenteste Person in einem völlig leeren Raum war. Gerade als er zu glauben begann, dass er mit einer weiteren verbalen Attacke gegen ihn davonkommen könnte, kam Chelsea Handler wie eine Abrissbirne daher und triefte vor unverblümter Wahrheit. Ich muss sagen, sie hat sich überhaupt nicht zurückgehalten. Now we have a new president whose name is Donald Putin Trump, who the majority of Americans think is a huge fucktard. Wenn Sie dies unterhaltsam finden, abonnieren Sie bitte. Als Chelsea sich über ihn lustig machte, tat sie mehr als das. Sie würzte ihn, sie grillte ihn sanft und dann präsentierte sie ihn auf einem Teller mit einer Beilage aus Scham. Als wolle er der erste menschliche Verkehrskegel in der Geschichte der Welt werden, zerrte sie an seiner Spraybräune, die seltsamerweise immer orangefarbener wurde. Seine Twitter-Tiraden, seine Unfähigkeit, seine Gedanken effektiv zu artikulieren und seine Ernährung, die nur aus Fastfood und Ressentiments besteht, waren alles Themen, über die sie sich lustig machte. You ever have Donald Trump on your show? No. What if he asked you? No. What about Melania? Would you have her on your show? Melania? What, to talk about what? She can barely speak English. What do you think about her as the first lady? Exactly what I think about him as the first man. Nothing. I don't respect either one of those people. If he were here right now, what would you say to him? Fuck off. Fuck off. I mean, gross. He is the grossest. Physically, emotionally, mentally. Those statues they made of him were accurate. I bet you that is what he looks like naked, with a little grape in between his legs. So wie ein Waschbär durch ein Müllfeuer schleichen würde, stürzte sie sich in seine rechtlichen Schwierigkeiten. Der einzige Unterschied ist, dass in diesem Fall das Feuer im Müllcontainer seine gesamte Existenz ist. Sie hat ihn härter getroffen als das FBI, das in Mar-a-Lago einmarschiert ist. Gerade als man dachte, Chelsea würde sich zusammenreißen und beruhigen. Es ist gut möglich, dass sogar seine Anwälte versucht haben, Einwände zu erheben. Aber seien wir ehrlich, sie sind zu sehr damit beschäftigt, Konkurspapiere einzureichen. Als die Veranstaltung zu Ende ging, wurde Trump nicht nur gebraten, sondern er wurde bis zur Knusprigkeit durchgebraten und ausgelassen. Ähnlich wie ein schlecht gewordenes Trump-Steak. Wenn es möglich wäre, mit Worten blaue Flecken zu verursachen, wäre er jetzt mit einer goldfarbenen Gaze bedeckt. Who was sold to us as the progressive voice of reason who would be able to moderate Trump's crazy impulses. But whenever he does anything reprehensible, she skips town.
Like when he proposed the first Muslim ban, she went skiing in Aspen. When he gutted funding for Planned Parenthood, she went skiing in Whistler. When he fired James Comey, she went skiing on the powdery slopes of Mount Kofifi. Ivanka was supposed to be our Wonder Woman, but now we're just wondering where the fuck that woman is. And we know she's not skiing because it's June and also because her dad deported all the snow. Lassen Sie uns an dieser Stelle über Trumps IQ sprechen. Oder zumindest über das, was davon übrig ist. Chelsea hat das Offensichtliche herausgestellt. Nämlich, dass der Mann Wortsalate verwendet, die für ein Wörterbuch so unmöglich zu verstehen sind. Trotz der Tatsache, dass er eine lange Geschichte hat. In allem schrecklich zu sein, ist es unmöglich, eine Aussage zu konstruieren, die verständlich ist, ohne davon zu schwafeln, dass er in allem der Beste ist. Man kann ihm zum Beispiel eine Frage zum Wetter stellen, trotz der Tatsache, dass er die Wahl nicht gewonnen hat. Sollten Sie sich darüber auslassen, dass er die wichtigste Wahl der Geschichte gewonnen hat. Jetzt ist klar, dass Trump nicht einfach nur dumm ist. Selbst Socken, die in der Wäsche verrutscht sind, haben einen besseren Orientierungssinn als er. Chelsea hat das sehr deutlich gemacht. Wondering what Donald Trump will be saying to his kids and Melania's body double sitting in his gold-plated dining room. Trump has a lot to be thankful for. On his recent trip to Asia, he got to play this super fun game of Red Rover in the Philippines with Duterte. Red Rover, stop sending Mexicans over. He's also thankful that Melania was able to find a new friend when she was over in Beijing. It turns out she's as eloquent on Twitter as her husband. After meeting the panda, Melania tweeted, "Wonderful to met Gugu." Danach war sein Bestreben, alles um sich selbst zu drehen, aus der Gleichung verschwunden. Es ist möglich, dass Trump bei einer Versammlung seine Aufmerksamkeit von der Sache abwendet und davon schwärmt, wie sehr die Menschen ihn verehren. Trotz der Tatsache, dass der ganze Planet in Flammen steht, würde er weiterhin damit prahlen, dass es ihm gelungen ist, das größte Publikum für eine Veranstaltung zu gewinnen, was ihm nie wirklich gelungen ist. Chelsea sorgte nicht nur dafür, dass jeder wusste, dass Trump im Grunde ein kaputter Roboter ist, dessen primäre Programmfunktion die Selbstverherrlichung ist, sondern nutzte auch Trumps Lieblingsbeschäftigung aus, indem sie das Opfer spielte. Sie tat dies, indem sie die Rolle des Opfers spielte. Wenn Jammern Trumps Beruf wäre, wäre er $1 Milliarde wert. Aber seien wir ehrlich, trotz seiner häufigen Beteuerungen verdient er nicht so viel Geld. Jedes Mal, wenn er nicht erfolgreich ist, gibt es eine Verschwörung, um ihn zu besiegen. Die Ermittlungen haben sich zu einer Hexenjagd entwickelt. Und das Einzige, was Trump nicht für seine Unzulänglichkeiten verantwortlich gemacht hat, ist das Spiegelbild in seinem vergoldeten Spiegel. Das liegt daran, dass ihm Selbsterkenntnis so fremd ist wie vielen anderen die Demut. Wenn ihn jemand kritisiert, gilt das als Fake News. Und wenn er gezwungen ist, sich mit Konsequenzen auseinanderzusetzen, wird das als Hexenjagd betrachtet. Chelsea stellte sicher, dass sie ihm sagte, dass wahre Führungspersönlichkeiten bereit sind, Verantwortung zu übernehmen, im Gegensatz zu Trump, der, nun ja, sagen wir einfach, vor der Verantwortung schneller davonläuft als vor dem Wehrdienst. Trump is tired of all the infighting. You know he hates when people fight. He absolutely hates it. Like to punch him in the face, I'll tell you. I'm gonna bomb the shit out of him. Knock the crap out of him, would you? Seriously. Okay? Just knock the hell. I promise you, I will pay for the legal fees, I promise. Yeah, throw him out. Throw him out into the cold. Go home to mommy. Go home to mommy. Yeah. Good job. Dann war es Zeit für den echten Braten. Und die Teilnehmer waren ziemlich hart. Ohne nur die Handschuhe auszuziehen, schaffte Chelsea mehr als das. Nachdem sie die Asche ins Feuer geschüttet hatte, tanzte sie darauf. Chelsea began, indem sie auf etwas hinwies, das bereits offensichtlich war. Der Teint von Donald Trump erweckt den Eindruck, als sei er in einem Ringkampf von einer Tüte Cheetos besiegt worden, während der Kampf stattfand. Wenn Sie diesen orangefarbenen Schimmer sehen, handelt es sich nicht um eine Bräunung. Die Tatsache, dass ein Bräunungsspray-Spezialist vor der Polizei flieht, ist ein gefährlicher Hinweis. Denn was auch immer er an Trump durchgeführt hat, muss einem etablierten rechtlichen Standard entsprochen haben. Chelsea ging sogar so weit zu behaupten, dass die Farbgebung von Donald Trump auf seine Haare zurückzuführen sei, sowie auf eine traurige Tragödie.
an der eine Selbstbräunungsanlage und ein unkontrolliert herumgewehtes Blatt beteiligt waren. Es war nur Chelsea, die sich aufwärmte. Soweit ich das beurteilen kann, handelte es sich um ein wissenschaftliches Experiment, das furchtbar schief ging. Während sie sich ängstlich an eine Familie blonder Meerschweinchen klammerte, sprach sie wie ein Eichhörnchen, das versucht, aus einem Windkanal zu entkommen. Sie stellte die Hypothese auf, dass sich jeden Morgen eine große Gruppe von Menschen, darunter Meteorologen, Ingenieure und Zauberer, zusammensetzt, um die effektivste Methode zur Erstellung des Wirbelmusters zu finden. Sie ging sogar so weit zu behaupten, dass sein Haar in Wirklichkeit ein exquisites Vogelnest ist, das ein verwirrter Weißkopfseeadler sein Zuhause nennt. Chelseas Aussage war ziemlich beeindruckend. It was a huge year for biopics, a complete unknown about Bob Dylan, Maria Callas, and Honora about Melania Trump. Die Anzüge werden in der Tat vom Körper entfernt. Chelsea hat keine Zurückhaltung gezeigt. Ach du meine Güte. Warum sieht es so aus, als ob jeder einzelne Trump-Anzug für einen Mann entworfen wurde, der sich heimlich Brötchen in die Taschen steckt? Das war die Frage, die sie stellte. Es hat den Anschein, dass er immer Vorbereitungen für eine mögliche Lebensmittelknappheit trifft. Jede seiner Anzugjacken sieht aus wie eine Kombination aus einem Tischtuch aus Mar-a-Lago und einem Fallschirm. Im Scherz erklärte Chelsea, wenn jemand die Reißleine an einer dieser Jacken ziehen würde, würde Präsident Trump in ein paar Sekunden über Florida schweben und mit den Flügeln schlagen wie ein erschrockener Flamingo. Kurze und sperrige Krawatten wurden dann von Chelsea hinzugefügt. Wenn Trump eine so große Auswahl an Krawatten hat, warum ist das so? Gibt es ein geheimes Papier, das er da unten versteckt hat? Nutzt er sie als Notabwehrmittel, wenn das FBI bei den Ermittlungen wieder auftaucht? Die Hypothese, die Chelsea aufgestellt hat, ist, dass seine Krawatten ein verdecktes Hilfegesuch sind, um sich selbst zu retten. Sucht Trump nach einem Schneider, der einen Traum und ein Maßband hat. Trump told Bannon and Kushner, if they don't take care of this, he will. Which means he's gonna go golfing and let someone else figure it out. Danach taten mir die Hände weh. Dass Chelsea dorthin gelangen musste, war ihr nicht verborgen geblieben. Sie stellte fest, dass Trumps Hände zu klein waren, um über die Stängel hinauszureichen. Was bedeutete, dass er niemals aus einem Maislabyrinth herausfinden würde. Die Gelegenheit, Präsident Trump die Hand zu schütteln, muss unangenehm sein, ein wenig beunruhigend. Und man fragt sich, wie diese Person Zugang zu den Atomwaffencodes haben kann, wie Chelsea erklärte. Es ist so, als würde ein kleines Kind ihnen einen Buntstift reichen. Mehr noch, Chelsea nahm sich einen Moment Zeit, um Trumps typischen Schmollmund zu kommentieren. Sein ständiges Stirnrunzeln, das durch seine zusammengekniffenen Lippen gekennzeichnet ist, erweckt den Eindruck, dass er gerade in einem Kampf der Blicke mit einer Mikrowelle besiegt worden ist. Wie kommt es, dass er den Eindruck erweckt, er habe gerade in eine Zitrone gebissen und sei überrascht gewesen, dass es sich dabei um eine Batterie handelte? Chelsea stellte die Hypothese auf, dass ihn die Tatsache, dass sich die Welt nicht um ihn dreht, ständig verwirrt. Oder dass sein Blick die Folge jahrzehntelangen Versteckens von Niesanfällen sein könnte. Als Chelsea fertig war, hatte Trump seine Würde völlig verloren und wirkte wie eine menschliche Piñata von einer Geburtstagsfeier für ein 6-jähriges Kind. Donald Trump was even more of a bag than we originally thought. We heard some truly insane testimony from Cassidy Hutchinson, a top aide to Trump's chief of staff, Mark Meadows. Cassidy painted a very unflattering portrait of Trump's behavior on January 6th, including the little bitch fit he threw when the Secret Service wouldn't let him go to the Capitol during the riot. The president said something to the effect of, "I'm the effing president, take me up to the Capitol now." To which Bobby responded, "Sir, we have to go back to the West Wing." The president reached up towards the front of the vehicle to grab at the steering wheel. Mr. Engel grabbed his arm, said, "Sir, you need to take your hand off the steering wheel. We're going back to the West Wing. We're not going to the Capitol." And when grabbing the steering wheel didn't work, he grabbed the car by the Das Auto steht in der Farin. Einröstung von Trump wäre nicht vollständig. Ohne seinen Reichtum. Oder besser gesagt,
seinen völligen Mangel an Reichtum hervorzuheben. Natürlich wäre Chelsea Handler nicht in der Lage, dies zu tun. Chelsea machte deutlich, dass Trump mit seinem Vermögen genauso prahlt wie ein Student mit dem Auto, das eigentlich seiner Mutter gehört. Trumps Finanzunterlagen lesen sich wie eine traurige Komödie, und Chelsea machte deutlich, dass er dies tut. Wenn die Auszüge seines Bankkontos weinen könnten, würde er in einen Stapel überfälliger Gerichtskosten weinen. Chelsea wies darauf hin, dass Trumps vorgefasste Meinung darüber, was ein erfolgreiches Unternehmen ausmacht, weiterhin scheitert. Und zwar so sehr, dass Monopoly-Vorstände einstweilige Verfügungen fordern. Was Chelsea betrifft, ist das Einzige, was Trump perfektioniert hat: die Fähigkeit, Menschen, die leicht zu täuschen sind, davon zu überzeugen, seinen Lebensstil finanziell zu unterstützen. Obwohl er mehr Geld verloren hat als ein betrunkener Tourist in Las Vegas. Der glaubt, eine Methode zu haben. Tut der Mann weiterhin so, als sei er der finanzielle Einstein unserer Zeit. Seine Anhänger werfen ihm so viel Geld zu, wie ihm Ketchup an die Wand geschleudert wird. Chelsea konnte nicht umhin, sich zu fragen, ob Trump von seinen Fans lediglich Patriotismusgebühren verlangt oder ob er sogar für sein eigenes McDonald's bezahlt. Sie konnte nicht umhin, über diese Möglichkeit nachzudenken. Wenn Reichtum durch Klagen und schlechte Entscheidungen bestimmt würde, dann wäre Trump der reichste Mensch der Welt. Das ist unabhängig von den Umständen der Fall. Thinking, who is this book for? And my theory is that Ivanka cut and pasted this opus together for her daddy. Because nobody on the planet needs this useless collection of gibberish more than that fat clown. For instance, on page 109, Ivanka writes, "Don't leave early or take time off. Too late." Chelsea hat sich nicht nur über Trump lustig gemacht, sondern auch andere Dinge getan. Das ist der beste Teil. Nachdem sie ihn mit unverfälschtem Sarkasmus gewürzt hatte, röstete sie ihn geduldig über einer offenen Flamme und servierte ihm dann eine Mahlzeit der harten, eisigen Realität. Die Tatsache, dass Trumps Popularität in einem Tempo schwindet, das mit dem eines seiner pleitegegangenen Casinos vergleichbar ist, wurde von ihr sehr deutlich gemacht. Verglichen mit seiner Sprühbräune nach einer Golfpartie im Regen schwindet sein Einfluss und die Welt befindet sich im Wandel. Andererseits ist Trump immer noch da draußen und fleht die Leute an, ihn nicht wie einen Konkurrenten in der Sendung The Apprentice zu feuern. Lassen Sie uns außerdem über seine Fangemeinde sprechen. Chelsea nahm kein Blatt vor den Mund, als sie feststellte, dass die überlebenden Anhänger von Trump das menschliche Äquivalent zu saurer Milch sind. Sie sind sauer, fragwürdig und sollten aus dem Gespräch ausgeschlossen werden. Zu seinen treuesten Bewunderern gehören Männer, die immer noch glauben, dass ihr Highschool-Football-Trainer sie in das Spiel hätte einbeziehen sollen. Zu seinen treuesten Anhängern gehören heute auch diejenigen, die glauben, dass die Mondlandung eine Fälschung war, sowie diejenigen, die an Verschwörungstheorien glauben. Die Tatsache, dass Trump nicht an der Spitze einer Bewegung steht, wurde von Chelsea während des Gesprächs sehr deutlich gemacht. Er ist es, der für den Kommentarbereich auf Facebook verantwortlich ist, der völlig verrückt geworden ist. Trump's also thankful for the entire season of autumn because it's that special time of year when all of the leaves change colors and they fall to the ground, and Trump loves watching Jeff Sessions rake up all the brown ones, bag them and then deport them. I'm sure that he's thankful for his... Auf der anderen Seite macht sich Chelsea großartig und wirft Wahrheitsbomben ab, als wären es Hotcakes auf einer All-You-Can-Eat-Buscher. Sie ist wirklich sehr offen mit ihren Informationen. Während Trump auf Truth Social wütet, lebt Chelsea mietfrei in seinen Gedanken, baut das Haus um und feiert eine Einweihungsparty. Diese Aktivitäten finden statt, während er beschäftigt ist. Ihre Kritik an Trump war nicht das Einzige, was sie tat. Sie hängte ein Neonschild auf dem stand, dieser Typ ist ein wandelndes, sprechendes, abschreckendes Beispiel. Sie tat dies, weil sie erkannte, dass Trump kein politisches Genie ist. Wenn ein Reality-TV-Star den Fehler macht, zu glauben, er sei ein Genie, wird er zu einem menschlichen Werbeträger. Außerdem machte Chelsea auf das enorme Talent von Trump aufmerksam. Zu versagen. Letzten Endes hat er mehr Ls als ein defektes GPS. Es gab einen Absturz bei Trump Airlines. Die schlimmstmögliche Beschreibung der Trump University ist, dass es sich um eine Diplomfabrik handelt, die auch in weitere Fälle verwickelt war. Trotz der überwältigenden Beweise dafür, dass Trump nichts weiter ist als ein übertriebener Cheeto mit einer Sucht nach Twitter, ist das Einzige, was er geschafft hat. Eine Fangemeinde zu entwickeln, die ihn wie einen Messias behandelt. Das ist das Einzige,
was Präsident Trump erreicht hat. Chelsea ist diejenige, die alle darauf aufmerksam macht, dass der Kaiser nackt ist und dies nicht in unmittelbarer Nähe der Sonnenbank tun sollte. Details of what happened when Trump's Attorney General Bill Barr told him there was no evidence of election fraud. The valet had articulated that the president was extremely angry at the Attorney General's AP interview and had thrown his lunch against the wall, which was causing them to have to clean up. So I grabbed a towel and started wiping the ketchup off the wall to help the valet out. Melania also has to wipe things off the wall after their annual Mar-a-Lago penetration. Trump ist in einem Kreislauf gefangen, in dem er über Rechtsstreitigkeiten jammert und seinen Anhängern erzählt, dass alles gegen ihn spricht, sogar während er Golf spielt. Und das, obwohl der Globus eine Entwicklung durchmacht. Möglicherweise war der erschütterndste Moment, als Chelsea die Einschätzung abgab, dass Trumps Zukunft so hell wie eine Kerze in einem Wirbelsturm zu sein scheint. Abgesehen davon, dass es Chelsea in dieser Welt gut geht, hat sie fast eine PowerPoint-Präsentation mit dem Thema Why Trump is no longer news entwickelt. Chelsea ist hier, um uns alle daran zu erinnern, dass Trump nicht als Anführer in die Geschichte eingehen wird, sondern als derjenige, der die schrillste Warnung der Welt ausgesprochen hat. Während er weiter in die Luft brüllt, um die Wahrheit zu sagen, ist das möglicherweise das einzige Vermächtnis, das er nicht mit seinem eigenen Namen versehen kann. Nachdem alles gesagt und getan war, schien es, als sei Trump eine kaputte, verwirrte Animatronic, die fieberhaft versucht, die Menschen davon zu überzeugen, dass er relevant ist. Chelsea hat das, was Komödianten am besten können, auf die bestmögliche Art und Weise getan. Indem sie die Fakten nutzte, konnte sie Donald J. Trump entlarven. Trump zu entlarven, der größte Witz aller Zeiten ist. Wir haben alles, was sie brauchen. Also machen Sie sich keine Sorgen, wenn Sie dieses bedeutsame Ereignis verpasst haben. Andererseits wird dies für diejenigen, die Donald Trump favorisieren, schmerzhaft sein, falls dies nicht der Fall sein sollte. Gehen wir einfach davon aus, dass dies das Comic Gold ist, auf das Sie gewartet haben. Jetzt wollen wir von Ihnen hören, war dieser Reporter mutig oder leichtsinnig? Und ist dies ein Zeichen dafür, dass Trumps Fähigkeit, die Berichterstattung zu kontrollieren, endlich nachlässt? Hinterlassen Sie unten einen Kommentar. Drücken Sie den Like-Button und vergessen Sie nicht, die Seite zu abonnieren, um mehr politische Bomben in Echtzeit und Live-TV-Momente zu erhalten, die Sie nicht in den Kabelnachrichten sehen werden.